Ach, was macht ihr denn hier? Ich wollte gerade meine Weihnachtskarten schreiben. Ihr wollt wissen, was ich zu Weihnachten verschenke, um euch Inspiration zu holen? Ja, dann machen wir das heute. Okay, also ihr könnt zu Weihnachten natürlich was kaufen. Ihr könnt ganz viel Geld ausgeben. Ihr könnt Spielsachen kaufen und Schmuck und Parfüm. Das, was alle schenken. Aber wie wäre es denn, wenn ihr was ganz Individuelles verschenkt? Zumindest ist das in diesem Jahr mein persönliches Thema. Ich werde ganz viel selber machen und selber nähen und das verschenken. Teilweise wurde sich das auch gewünscht. Und deswegen würde ich euch heute gerne mal mitnehmen und euch mal zeigen, was meine Ideen für Weihnachten sind, was ihr nähen und verschenken könnt. Vielleicht kennt ihr schon mein Video mit der Restekiste. Da habe ich diesen Weihnachtsstern hier genäht und diesen Topfuntersetzer. Und ich finde, das wären auch richtig tolle Weihnachtsgeschenke. Zum Beispiel kann man diesen Weihnachtsstern auch ein bisschen kleiner nähen und den an Haarspangen rankleben. Und schon hat man ganz tolle individuelle Haarspangen. Oder als Weihnachtsbaumschmuck oder als Tischschmuck. Also ich finde diese Weihnachtssterne wirklich hübsch und ich glaube, da würden sich auch echt viele Leute drüber freuen. Und dann habe ich ja auch noch diesen schönen Topfuntersetzer genäht und da könnt ihr ja wirklich mit den Mustern so richtig spielen. Ihr müsst das ja nicht wie ich aus der Restekiste nähen, sondern vielleicht schafft ihr euch einen schönen Stoff an, der zu der Person passt. Also wenn es ein Hundeliebhaber ist, könnte es sein, dass so ein richtig witziger Hundestoff ein totaler Volltreffer wird. Macht euch dazu mal Gedanken, vielleicht könnte das ja passen. Oder jemand, der gerade einen Haushalt gründet, also noch sehr jung ist, könnte sich über Topfuntersetzer auf jeden Fall freuen. In meiner Verwandtschaft wird auch dieses Jahr ein Handtuch genäht. In einem Video habe ich mal so ein Handtuch genäht, das man über den Griff vom Ofen hängen kann. Die Anleitung dazu findet ihr komplett in diesem Video und auch alle Maße, die ihr benötigt. Und die Person aus meiner Verwandtschaft ist so begeistert von diesem Handtuch, dass sie sich einfach dieses Jahr genau nochmal so eins wünscht. Dieser Wunsch wird ihr auf jeden Fall erfüllt. Dabei macht es wirklich Spaß, dieses Handtuch zu nähen und es sieht immer ordentlich aus in der Küche. Sonst knülle ich meine Geschirrtücher immer so ein bisschen über diesen Griff drüber, aber dieses Handtuch hängt immer so richtig perfekt da. Und die lieben Kinder. Ja, was soll ich sagen? Natürlich wünschen die sich vielleicht ein Barbie-Haus oder die neueste Toni-Figur. Aber wie wäre es denn, wenn ihr für die Tonibox eine Hülle näht? Auf meiner Homepage gibt es ein Gratis-Schnittmuster für die Tonibox-Hülle. Und schaut mal, die ist doch wirklich sehr, sehr hübsch geworden, oder? Also ein Kind, das vielleicht Erdbeeren mag oder vielleicht doch eher den Traktor, wird sich bestimmt über so eine Hülle freuen. Dabei ist es so, dass diese Hülle auf die Tonibox 1 passt. Und ich finde, das ist wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk, denn das ist sehr, sehr individuell. Und wenn ihr eine Stickmaschine habt, könntet ihr zum Beispiel auch noch den Namen drauf sticken. Das sieht dann nochmal richtig fein aus. Und in diesem Jahr werde ich auch wieder Kleidung verschenken, denn vielleicht kennt ihr das Schnittmuster Cozy Pants aus dem Snapply Magazin. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ich habe hier unsere 4. Cozy Pants genäht. Teilweise musste ich die schon umnähen, die wir haben, damit sie noch ein bisschen länger halten und der Saum noch ein bisschen länger ist. Oder im Verwandten- und Bekanntenkreis wurde die auch schon ganz oft verschenkt. Weil diese Hose mit Cord ist wirklich super langlebig. Also Cord ist so ein richtig tolles Material, das richtig lange durchhält. Also hier werden die Knie definitiv nicht durchgewetzt. Und die Kinder freuen sich tatsächlich drüber, denn man kann ja bei dem Muster auch darauf achten, dass es den Kindern gefällt. Es gibt eben auch nicht nur einfarbigen Cord, sondern eben auch mit so süßen Mustern. Und mit so tollen Patches und tollen Aufbüglern könnt ihr das dann auch noch aufwerten. Die Hose sieht dabei, finde ich, auch nicht aus wie selbstgenäht. Die sieht aus wie gekauft, aber eben ganz hochwertig. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch zu Hause so ist, aber ich habe hier einen riesigen Kleiderfan. Das heißt, jedes Kleid wird hier geliebt und auch jedes neue Kleid wird geliebt. Und deswegen werde ich in diesem Jahr auch einmal ein Shirtkleid nähen und verschenken, passend im Weihnachtsmuster. Da freue ich mich selber schon richtig drauf, das zu nähen und zu verschenken, denn das wird so süß aussehen unterm Weihnachtsbaum. Das Shirtkleid ist eins meiner neuesten Schnittmuster und das gibt es auf knopf-nadel.de. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich verspreche euch, das lässt kleine Augen leuchten.
Und zuletzt habe ich natürlich auch noch mal ein paar Tipps für unsere Plotterfreunde dabei. Auf meiner Homepage gibt es natürlich auch Plotterdateien, auch gratis Plotterdateien. Schaut euch da gerne mal um, denn etwas selbstbeplottetes ist in meinen Augen auch was selbstgemachtes. Das heißt, wenn ihr so ein weißes Shirt kauft und da so einen richtig coolen Plot ganz individuell mit euren Lieblingsfarben macht, ist das selbstgemacht. Oder eben auf einen Beutel, den ihr dann verschenkt. Das macht richtig Freude, auch beim Basteln und beim Plotten. Ich habe auch noch eine Idee für eure Nähfreunde und Freundinnen. Ich habe ja hier diesen richtig schönen Schnittmuster-Deckblatt-Block, schwieriges Wort, entwickelt. Den gibt es exklusiv bei snaply.de zu kaufen. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und da oben. Und schaut dort auf jeden Fall mal rein. Die waren so schnell vergriffen. Anscheinend habe ich mit meiner kleinen Idee, die ich da mal irgendwie hatte, einen riesigen Nerv getroffen. Aber ganz ehrlich, jeder freut sich ja darüber, wenn er nicht stundenlang durch seine Schnittmuster wühlen muss, oder? Das sind jetzt die ersten Ideen, die ich habe, aber meistens setze ich mich circa 3 Tage vor Heiligabend nochmal hin und nähe nochmal wie eine Verrückte. Da fällt mir gerade ein, dass ich auch noch eine Tischdecke nähen soll oder so Tischläufer. Das ist so eine Auftragsarbeit, die ich noch erledige, die ich dann wahrscheinlich auch eher zu Weihnachten verschenken werde. Was näht ihr denn zu Weihnachten? Was sind eure Lieblingsschnitte, die ihr eigentlich fast immer zu Weihnachten verschenkt? Bitte schreibt das mal in die Kommentare, das finde ich richtig interessant. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!